Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind mal wieder in unserer Heimat im Schwarzwald, aber darum geht es überhaupt nicht, denn ich präsentiere euch heute jetzt unsere 10 Fakten zum neuen BMW 3er Touring Kombi Modell G21 Modelljahr 2020, wie er im September 2019 auf den Markt kommt. Wenn euch alles in aller Kürze zu diesem Auto interessiert, dann bleibt gerne dran, dann geht es jetzt auch los mit mir. Ich bin der Jan und unseren 10 Fakten zum BMW 330i bzw. 3er Touring. Ja, ihr findet uns übrigens von www.derautotester.de auf www.derautotester.de, natürlich auf Instagram, Facebook, auf YouTube habt ihr uns gefunden. Abonniert am besten alles, dann braucht ihr auch nie mehr irgendwo was anderes über Autos lesen oder sehen, denn wir informieren euch umfangreich. Und jetzt geht's auch los, versprochen, los! Fakt Numero uno ist natürlich wie immer die Historie von unserem Dreier. Und die ist groß, grande, aber wir sind ja hier in Deutschland, also machen wir es auf Deutsch, auch weil ich nur Deutsch kann. 1975 kam dieses Auto hier auf den Markt als Weiterentwicklung der 02er oder 2er-Reihe, eben der Dreier. Und dann 1981, ja, da haben die Münchner mal eben so 1 Million von den Autos verkauft. Das ist schon krass. Ja, den Kombi, den Touring, den gibt es ab der 2. Generation. Insgesamt gibt es dieses Auto jetzt schon der 7. Generation und den Kombi also in der 6. Generation. Und hier, ja, hier steht jetzt die aktuelle Generation, wie sie als Limo im März 2019 auf den Markt kam und im September dann als Kombi, so wie er eben hier steht. Neu am Auto ist ein bisschen größer, weil es steht jetzt auf der CLA-Plattform, der Cluster Architecture-Plattform, hat einen niedrigeren Schwerpunkt, einen geringeren CW-Wert von 0,23 zu 0,26, je nach Variante. Ja, kommen wir zum nächsten Fakt. Sprechen wir über Fakt 2, nämlich über die Wettbewerber von unserem Dreier Touring. Und da gibt es in Deutschland halt in dem Segment der Mittelklasse-Kombis 3 große Stars. Das ist die Mercedes C-Klasse, das ist der Audi A4 oder das ist auch der VW Passat. Und dann gibt es noch so ein paar Modelle drumherum. Wir haben den Skoda Octavia zum Beispiel auch, wir haben den Jaguar XE oder die Alfa Romeo Giulia. Aber da muss man aufpassen, die wiederum gibt es nicht als Kombi. Kommen wir zu Fakt 3, nämlich der Optik von unserem G21 3er Touring. Ja, und erstmal hat dieses Auto natürlich was bekommen, was fast jedes neue Modell bei BMW bekommt, nämlich eine größere Niere. Wir haben Advantage, Sportline, Luxuryline und das M-Sport-Paket. Hier ist das M-Sport-Paket drauf. Wie erkennt man das? Hier unten der Stoßfänger hat größere Lufteinlässe, hier ein größeres Element. Und was macht die Optik von vorne dann auch noch aus bei unserem Oxygrauen 3er? Genau, hier das Laserlicht, das kostet 2000 €, während das M-Sport-Paket 6000 € kostet. Hier 2 blaue Elemente drin, sieht ein bisschen Star Wars-mäßig aus. Aber ehrlicherweise sagt ihr jetzt völlig zu Recht, ja, hey Jan, dieses Auto kennen wir bis zur B-Säule. Da wurde es ja schon so vorgestellt als Limousine, hat sich nicht viel getan. Stimmt, ich erkläre es euch trotzdem. 18 Zoll Felgen sind hier drauf. M sieht man hier, ist das M-Sport-Paket drauf und ansonsten ist es halt eine sehr klassische Optik. Der Radstand ist um 4 cm gewachsen. Schwarze Elemente haben wir hier drauf, Shadowline oder Shadowline-Elemente. Hier kann man dann Benzin reintanken. Und wenn man jetzt über den Kofferraum spricht, beziehungsweise über das Heck, dann sieht man hier hinten L-förmige Rückleuchten hier drauf, 2 Auspuffendrohre auf jeder Seite und was BMW dann ausmacht beim Dreier ist, wir können hier oben dieses Fenster öffnen, separat, das ist schön, aber auch eine elektrische Heckklappe beim Kofferraum. Und dann haben wir 500 bis 1500 Liter Kofferraumvolumen. Hier sind die Rückbänke jetzt schon umgeklappt. Hier kann man sie dann umklappen, rein elektrisch. Wir haben hier nochmal 2 Fächer, was Schönes. Ja, und insgesamt ist es dann halt eine Karosserie, die klassisch, zurückhaltend und praktisch ist. Und ich frage mich, was will man denn dann eigentlich noch mehr? Kommen wir bei unserem Vierzylinder zu Fakt Nummer 4 bei unserem Dreier. Das ist verrückt viele Zahlen. Das Leistungsspektrum in unserem Dreier Touring betrifft 6 Motoren mit einer Leistungsspanne von 175 bis eben 374 PS. Das sind 4 und
6-Zylinder-Motoren hier drin und ja, von den 6 Antrieben sind 5 mit Allrad orderbar und die 2 kleinen Diesel, die sind noch mit einer 6-Gang-Handschaltung orderbar. Das ist der 320i, der 330i, der 340i. Es soll eine Plug-in-Hybrid-Variante kommen mit 60 Kilometer rein elektrischer Reichweite. Bei den Diesel ist es eben der 318i, der 320d und der 330D. Und das ist dann schon eine ganze Menge Wahlmöglichkeit in unserem Dreier. Hier haben wir jetzt drin, ich mache ihn euch auf, den 330i, ein 4-Zylinder Benziner, 258 PS, beschleunigt in 5,9 Sekunden auf 100 mit Allradantrieb in 5,8. Hier ist Heckantrieb drin, die 8-Gang-Automatik von ZF, die ist in allen automatisch getriebenen Dreiern hier drin sehr bewährt. 250 km/h Höchstgeschwindigkeit und ein Normverbrauch von 6 bis 6,4 Liter. Kommen wir zu Fakt Nummer 5 und der Frage danach, brauche ich in unserem Dreier Allradantrieb oder brauche ich ja ein Automatikgetriebe? Erstmal hier ist Heckantrieb drin, es war immer trocken, es hatte nie Schnee und ich habe nie den Allrad vermisst. Der Vorteil vom Heckantrieb ist, man kann besser driften. Der Nachteil ist, wir haben weniger Traktion bei widrigen Umständen. Allradantrieb hier drin kostet 2.500 €, sehr gut der X-Drive. Ja, und ich würde sagen, wenn ihr nicht gerade in den Bergen irgendwo in den Alpen lebt, dann braucht ihr keinen Allradantrieb. Das ist ein Vielfahrerauto und auf der Autobahn ist es halt so, dass dieses Auto mit Heckantrieb weniger verbraucht, aber auch ein bisschen weniger Traktion hat. Ja, und dann kommen wir zum Getriebe. Ich bin schaltfaul, deshalb finde ich die Automatik immer gut, vor allem für Vielfahrer im Stau. Wer das einmal hatte, will nie mehr was anderes als ein Automatikgetriebe. Aber es gibt eben noch ein paar bei euch, die Handschalten wollen, aber das sind meistens nicht die, die die beiden kleinen Diesel wollen. Ein Dilemma. Kommen wir zu Fakt Nummer 6, nämlich der Architektur des Innenraums hier. Und erstmal sehr horizontale, vertikale, fahrerorientierte Anordnung. Das Lenkrad liegt gut in der Hand, digitales Cockpit, Head-Up-Display und wir haben hier den Star im Auto, nämlich das Operating System 7.0. Das Infotainment-System ist hier über Touch steuerbar, hat einen Home-Bildschirm, also die wichtigsten Dinge können wir über eine Shortwall-List hier drauf anzeigen lassen. Aber wir können es auch mit dem iDrive-Schalter hier bedienen. Wir haben bequeme Sitze hier drin, viele Ablageflächen und wir bekommen bei diesem System Apple CarPlay, Android Auto schön hier drauf und wenn wir wollen, können wir auch über Hey BMW mit diesem System sprechen, dann meldet sich's und dann können wir sagen, mir ist kalt, dann macht er von alleine die Temperatur runter, die Sitzheizung an oder aus. Ja, und das ist dann schon ein sehr, sehr guter Innenraum. Kommen wir zu Fakt 7, nämlich den Assistenzsystem hier in unserem Dreier BMW. Und da es ein Vielfahrerauto ist, ist das wichtig und hat einen eigenen Punkt verdient aus meiner Sicht. Ja, wir können Abstandsregeltempomat hier am Lenkrad anmachen und ansonsten ist es sehr praktisch, denn wir haben hier diesen Knopf, da können wir alle anmachen, individual oder individual konfigurieren und da seht ihr, was es gibt. Es gibt einen Frontkollisionswarner, das ist ein City-Notbremsassistent bei anderen Herstellern. Seitenkollisionswarner gibt es hier. Ein Spurverlassenswarner ist dann toter Winkelassistent. Lenkeingriff gibt es dann da auch dabei. Eine Spurwechselwarnung gibt es nochmal. Eine Vorfahrtswarnung ist dann Querverkehr, Fahrer vorne. Das sieht man hier gut. Ja, und mit einer Schildererkennung hat dieses Auto dann inklusive der Rückfahrkamera hier alle Assistenten, die autonomes Fahren Level 2 ermöglichen. Kommen wir zu Fakt Nummer 8 meiner Lieblingssequenz in den Reviews, nämlich dem Fahren. So sieht er aus, der Schlüssel mit den Dreierfarben drauf. Hier geht's Auto an, ich schalte auf D, drücke auf Sport und ich wäre ja jetzt ein Teufelskerl, würde ich auf die Straße fahren, anhalten und dem Kamerakind nichts sagen, einfach durchbeschleunigen. So schnell sind wir dann auf Tempo 100, um genau zu sein, in 5,9 Sekunden, 0,1 Sekunde schneller mit X-Drive Allradantrieb. Braucht man den oder nicht? Ich finde nicht, außer man lebt in den Alpen, wo es ständig Schnee gibt, braucht man die 8-Gang-Handschaltung von ZF
Ich finde ja, denn die macht vielfahrendes Leben wirklich leichter. Was macht die Fahrdynamik von BMW aus? Es lässt hier leichtes Heckwirbeln zu, die Assistenzsysteme fangen das Auto aber schön wieder ein. Wir haben generell viele Assistenten hier drin und so haben wir ein sportliches und gleichzeitig ein komfortables Auto und das ist was BMW gut macht, vielleicht sogar ein bisschen besser als die Wettbewerber. Fakt Nummer 9 ist wahrscheinlich der wichtigste Fakt, nämlich die Frage danach, was kostet unser Dreier Touring hier eigentlich? Und der geht los bei 39.400 Euro und da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich ganz cool, kaufe ich mir, mache ich. Das klingt gut, das klingt solide. Und dann habe ich geguckt, was kostet der 330i. Der Startpreis ist natürlich für den 1.18D mit Handschaltung und Heckantrieb. Aber was kostet hier der 330D? Und der beginnt bei einem Preis von 46.050 Euro. Auch das fand ich noch einigermaßen okay. Und dann habe ich geguckt so in der Ausstattungsliste, was der hier kostet, unser Testwagen, und habe gesehen, 70.000 Euro. Für den Allradantrieb werden 2.500 Euro fällig, aber da ist ja noch eine höhere Differenz. Was ist es? M-Sport-Paket 6.000 Euro, Laserlicht 2.000 Euro, Infotainment in 2.000 Euro und so weiter und so weiter. Die besondere Lackierung, glaube ich, 1.800 Euro und so kommt man dann auf über 70.000 Euro und das ist zu viel. Kommen wir zu Fakt Nummer 10, der weniger ein Fakt sein soll, wie einfach am Schluss mal meine Meinung über das Auto. Und ich bin angetan, denn ich finde, es muss nicht immer ein SUV sein. Ich finde es schön, dass dieses Auto flach ist. Es ist sehr dynamisch. Optisch ist es sehr klassisch, zurückhaltend. Innen hat man viel Platz. Es ist gewachsen auf der neuen Plattform. Wir haben modernes Infotainment. Wir haben einen riesen Kofferraum. Wir haben eine solide Verarbeitung. Und wir haben bei BMW immer eine Wahnsinns-Fahrdynamik. Das macht BMW aus, genauso wie eben die klasse sportliche Optik. Das ist wahrscheinlich die USP der Münchner. Und da finde ich, kommt in diesem Auto mit 6 Motoren, die aktuell zur Verfügung stehen, vor allem wenn dann noch ein Plug-in-Hybride folgt, unfassbar viel zusammen und deshalb bin ich angetan von diesem Auto, auch wenn es natürlich dann mit Ausstattung kein Schnäppchen ist. Das waren sie, meine 10 Fakten über meine 2 Wochen mit dem Dreier BMW mit 4 Zylinder. Ich hoffe, das Review hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr fühlt euch informiert. Ganz wichtig ist mir, dass ihr Fragen stellt zum Auto. Ich werde sie euch gern beantworten, sofern ich es denn dann kann. Bisher hat es noch meistens geklappt. Ihr findet uns von www.derautotester.de mit umfangreichen Fahrberichten auf www.derautotester.de. Ich bin nicht alleine, wir sind ein Team, deshalb findet ihr uns auf Instagram mit so einem AR-Face-Filter, unter anderem auf Facebook, ja, und eben hier auf YouTube. Abonniert uns gerne, macht die Glocke an, macht mich zu einem glücklichen Mann. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ich bin übrigens der Jan. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich bald, Freunde.